Ich würde sagen, Europa ist ein großer Zusammenhalt. Verschiedene Menschen von verschiedenen Hintergründen. Mir fällt spontan ein, dass es eigentlich alles einfacher macht. Dass wir eine Reisefreiheit haben. Dass es einfach keine Grenzen mehr gibt und es was so eine grenzenlose Freiheit besteht, wir kein Geld mehr wechseln müssen. Ja, ich denke eigentlich sehr oft, gerade wenn man Sachen bestellt, man weiß ja auch nie, woher die kommen. Wenn man Leute mit Migrationshintergrund sieht, die vielleicht von Europa überall her sind, oder wenn wir reisen in anderen europäischen Ländern sind. Wo es mir zum Beispiel begegnet, denke ich, ist in der Schule. Wir haben halt hier so einen Kurs Global Studies und da gibt es manchmal so Projekte mit dem Erasmus-Plus-Programm. Und ich glaube, schon auf der Ebene kommt man halt schon so mit der EU auch in Kontakt. Ja. Ich sehe mich als Europäerin an, weil ich in Deutschland wohne und schon viel in Europa rumgereist bin. Wir wachsen ja auch mit vielen anderen Kulturen auf. Und Europa ist ja so ein Zusammenschluss von vielen verschiedenen Nationen und Kulturen. Ich fühle mich auf jeden Fall als Europäerin. Ich bin ja hier geboren. Ich bin zwar nicht hier geboren, aber ich kann mich definitiv mit europäischen Werten kann mich schon vergleichen, denke ich. Aber andererseits muss ich auch sagen, dass man auch viel Negatives von Europa hört. Zum Beispiel, dass man viel Geld an andere Länder zahlt, die Hilfe benötigen und dass man ja die Gelder auch für andere Dinge verwenden könnte. Aber allein von dem Gemeinschaftssinn her, dass man sich auch hilft, also das ist ein bisschen ein Widerspruch in sich selbst, aber da fühle ich mich schon als Europäerin und dass ich sagen kann, ja, wir sind Europa und dass man auch ein bisschen Mitgefühl hat, wenn in anderen Ländern was passiert. Das heißt, ich fühle mich als Europäer, ich fühle mich als Deutsche und als Europäer. Das eine schließt ja schließlich das andere nicht aus. Weil man hat ja auch sehr viel Kontakt auch übers Internet zu anderen Personen in den EU-Ländern und auch weltweit. So könnte ich sagen, ich fühle mich auch als Weltmensch, wenn ich so will. Also ich finde die Entwicklung eigentlich so ganz gut. Wenn ich jetzt zum Beispiel in irgendein europäisches Land reisen möchte oder dort arbeiten und leben möchte, dass ich das dann kann. Es gibt eigentlich immer Dinge, die man verbessern kann. In der Flüchtlingskrise wünsche ich mir eine gemeinsame Politik und nicht, dass jedes Land eigentlich einzeln agiert, sondern man sich gemeinsam hinsetzt und überlegt, wie lösen wir das Problem und dann an einem Strang zieht. Also der Zusammenhalt soll auf jeden Fall bleiben, weil ich glaube, das sind Vorteile für uns alle. Dass einfach der Umgang untereinander, unter den Menschen auch viel einfacher wird. Ich glaube, das würde uns allen irgendwie ein bisschen entgegenkommen. Das ist eine Sicherung praktisch für uns, auch wenn so wird es keinen Krieg geben. Europa sollte einfach die Menschen unterstützen und nicht alles und nicht nur auf die Wirtschaft ausgelegt werden. Wir leben ja in einer Demokratie und da kann eigentlich jeder was dazu leisten. Bei den Wahlen kann man das halt mit beeinflussen. Ich glaube, vor allem in Europa ist es wichtig, dass, obwohl wir wissen, dass wir verschiedene Menschen sind und dass wir von verschiedenen Religionen oder Kulturen kommen, dass wir trotzdem immer noch diesen gemeinsamen Nenner haben, dass wir zum Beispiel immer einen Konsens finden können. Und Ich weiß gerade jetzt, wenn man an die Flüchtlinge denkt oder so, da gibt es ja, oder generell auch andere Sachen, da gibt es ja echt viel, wo man sich freiwillig einbringen kann und ich denke, das kann schon helfen. Also dass man erstmal andere so akzeptiert, wie sie sind und auch nicht irgendwie verurteilt und so. Und wenn das halt, ich glaube halt, ich allein könnte da jetzt nicht viel mit bewirken, aber ich glaube, wenn halt jeder mal so ein bisschen entgegenkommen würde, dann würde das schon was bringen.